Stell dir vor, du hättest eine geheimnisvolle Landkarte, so eine Schatzkarte. Und diese Karte hat 12 Pfade. Und wenn du diese Pfade beschreitest, dann kommst du zu einem Schatz, zu deinem Schatz. Und diese Karte möchte ich dir heute offenbaren. Ich bin tief in mich gegangen und habe gefragt, was sind die 12 universellen Gesetze des Lebens, die der Schlüssel zur Lebensmeisterung sind. Und nein, es sind nicht die universellen Gesetze, die du so kennst. Es sind ganz andere Gesetze. Deswegen freue dich auf diese heutige Folge und auf die Erkenntnisse, die gleich auf dich warten. Ich werde gar nicht lang um den heißen Brei reden. Ich werde sofort starten mit dem ersten Gesetz, und zwar das Gesetz des Rhythmus. Und man muss verstehen, dass das Leben in Rhythmen abläuft. So ein Zyklus von Hochen und Tiefs. Das Akzeptieren dieser Zyklen ist eben das, was zu einer inneren Harmonie führt. Weil oft sind wir vom Bewusstseinszustand genauso. Wir haben mal einen schlechten Zustand, dann gibt es wieder einen guten Zustand. Also ein guter Tag, schlechter Tag. Dann gibt es finanzielle Situationen, die mal schlecht ist. Und dann gibt es eine Situation, die mal wieder gut ist. Und dann dasselbe ist mit der Liebe. Dasselbe gilt im ganzen Leben. Mit Winter, Sommer und so weiter. Das ganze Leben ist eben ein Zyklus. Und wenn du jemand bist, der diese Zyklen versteht und akzeptiert, dann meisterst du einen großen Teil auf dieser Schatzkarte, auf dieser Landkarte, die auf dich wartet. Und deswegen kann ich dir empfehlen, in die Annahme zu gehen, die Annahme von dem, was gerade ist, weil die führt eben zu dieser inneren Balance, zu dieser Harmonie. Und das anzunehmen, was ist eben ja der erste Schritt, den du tust auf dieser Landkarte, um zu deinem Schatz zu kommen. Schauen wir uns den zweiten Schritt an, und zwar Gesetz der Relativität. Jede Lebenssituation ist eigentlich neutral und wird erst durch deine Bewertung, durch dein Vergleichen bedeutsam. Und es ist so, dass wir Menschen viele Herausforderungen haben, aber diese Herausforderungen sind eigentlich Geschenke. Das ist das, was wir lernen sollen, was wir verstehen sollen, was dazu führt, dass wir das Leben meistern. Wenn wir das gemeistert haben, das integriert haben, dann verstehen wir diese Relativität. Und der nächste wichtige Schritt in diesem Kontext ist noch zu akzeptieren, dass das, was ist, relativ ist. Das heißt, dass es immer eine eigene Bewertungssache ist, dass immer deine Filtermechanismen der ausschlaggebende Punkt sind, ob du getriggert wirst oder ob du dich glücklich fühlst nach dem Ereignis. In meinem Buch Das große Mysterium gehe ich in erweiterte Bewusstseinszustände und rede mit einer Gottheit. Ich nenne es einfach das große Mysterium, mit einem Bewusstsein, was deutlich mehr weiß als ich. Und frage, was uns Menschen ausmacht. Und die Antwort war, das, was dich, deine Individualität definiert und ausmacht, ist deine Reaktion auf die Ereignisse. Und ich habe dann darüber nachgedacht und dachte mir so, wow, stimmt. Denn deine Reaktion definiert wirklich, wer und was und wie du bist. Und wenn du dich ändern willst, dann bedarf es deiner Reaktion zu ändern. Und das Annehmen von dem, was ist, in Kombination mit dem Verständnis deiner Bewertung auf die Ereignisse, führt dazu, dass du dich entkoppelst von diesem Vergleichssystem, Bewertungssystem und mehr dein wahres Selbst wirst. Ich habe da viele Übungen gemacht. Also im Oktober dieses Jahres kommt ein zweites Buch raus, das große Mysterium Praxisbuch, wo ich dir viele Übungen zu diesem ganzen Wissen, was in diesem Buch vermittelt wird, weitergebe. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Reflexion. Aus meiner Sicht bist du selbst eine Sonne, die Sonne des Bewusstseins. Und vor dir ist ein Spiegel, hinter dir ist ein Spiegel, links, rechts, oben, unten ist ein Spiegel. Und du siehst deine Realität in diesem Hologramm gespiegelt. Also du siehst dich selbst, deinen Zustand, dein über dich selbst nachdenken, reflektiert in der Materie durch die anderen. Also wenn du mit anderen Menschen sprichst, dann ist die höchste Realisation diejenige, dass du verstehst, dass dieses Gespräch
der innere Gedankenprozess ist, den du eigentlich in deinem Zustand erlebst. Und der hat sich einfach im Außen manifestiert und deine Reaktion definiert, welche Rolle du in diesem Gedankenprozess hast. Im Buch Das große Mysterium gehe ich sozusagen noch viel, viel tiefer auf dieses Schauspiel ein, auf diese Darstellung der Realität. Und wenn du verstehst, dass dein innerer Zustand, dein Bewusstseinszustand eben dass die Welt eben der Spiegel deines Zustandes ist, dann erkennst du, dass du der Schöpfer bist. Und das macht dich zu dem, dass du dein Leben besser meistern kannst. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Reflexion. Oh nee, das hatten wir ja gerade. Das Gesetz der Evolution. Ja, die Seele ist auf einer ewigen Reise der Evolution und jede Erfahrung dient deinem mentalen und spirituellen Wachstum, deiner Entwicklung. Und wenn du verstehst, dass Evolution einfach zum Prozess dazugehört, ja, dass wir uns entwickeln wie so eine Raupe, die irgendwann sich entscheidet, dann zu transformieren in einen Schmetterling, dann geschieht eben dieses Wachstum, wie wenn du aus der Schule rauskommst und plötzlich bist du im Leben. Ja. Und die Evolution ist halt so, die Biologie sagt, wenn du nicht mitspielst, dann wirst du aussondiert. Wenn du nicht verstehst, wie das Leben funktioniert, wenn du dich nicht den universellen Gesetzen von dem, was ist, beugen kannst, dann wirst du immer gegen dich selbst ankämpfen. Denn das Leben ist eben diese Evolution, diese Schule des Bewusstseins und möchte, dass du dich entwickelst. Es tut alles dafür, dass du dich entwickelst. Die Frage ist, ob du bereit bist hinzuschauen oder ja, wegläufst und die Schuld auf andere schiebst. Das nächste ist das Gesetz der Kompensation. Du erhältst zurück, was du gibst, in vielen Formen, seien es Reichtum, Liebe, Anerkennung und so weiter und so fort. Denn wir wissen ja, dass das Leben eine Reflexion deines Zustandes ist und dass die anderen die Manifestation deiner eigenen Gedanken und deines Zustandes sind. Das bedeutet, dass wenn du jemand bist, der gutmütig ist, der jemand ist, der viel gibt, dann wirst du merken, wie das Leben plötzlich viel gibt. Wenn du jemand bist, der gerne andere beschenkt, wirst du sehen, dass das Leben dich beschenkt. Wenn du jemand bist, der andere liebt, dann wirst du sehen, wie andere dich lieben. Und das funktioniert immer. Ja. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Frequenz. Gleiches zieht Gleiches an. Deine Gedanken und Gefühle ziehen ähnliche Energien und Erfahrungen an. Und du kennst das sicher, wenn du jemanden Neuen kennenlernst in deinem Leben und dieser Mensch schwingt in einer ganz anderen Frequenz, ja, dass sich plötzlich deine alten Freunde von dir abwenden. Weil aus meiner Sicht ist Bewusstsein wie so eine Erde und darauf gibt es viele Inseln. Und auf jeder Insel sind verschiedene Bewusstseinszustände manifestiert. Also Menschen, die in derselben Schwingung sind, die dasselbe denken oder dieselben Denkmuster und Wahrheiten haben. Und wenn jemand in dein Leben kommt und du dadurch oder eine Erfahrung gemacht hast, eine Nahtoderfahrung zum Beispiel oder irgendwas anderes, dann kann es passieren, dass du dein Denken änderst. Änderst du dein Denken, entkoppelst du dich von den Menschen, mit denen du dich umgeben hast, weil deren Muster nicht mehr zu deinem passen. Und es kommen aber dann andere Menschen in dein Leben, die so denken wie du. Das heißt, das ist die Frequenz. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich will meinen Traumpartner finden, dann liegt es an dir. Es liegt an dir, dich zu lösen von diesem Muster, dass du jemanden brauchst, dass du geliebt werden willst und so weiter. Und dich selbst liebst und niemanden brauchst. Und dann kommt jemand zu dir, der dich liebt. Und ich sage mal so, schon viele fühlen sich wie ein halbes Glas und hoffen auf jemanden, der dann sozusagen seinen Teil bei dir reinkippt. Aber der Schlüssel ist es, dass du dich selbst als volles Glas siehst. Dann ziehst du jemanden in dein Leben, der auch ein volles Glas ist. Und 1 plus 1 ist 11. Ja. Und ein halbes Glas und ein halbes Glas ist 1. Kannst du überlegen, was dir lieber ist. Das nächste ist das Gesetz der Bewusstheit. Bewusstsein ist die Grundlage für Manifestation deiner Realität, also Luzidität. Bewusste Schöpfung erfolgt durch gezielte Aufmerksamkeit und Intention.
durch Bewusstheit über sich selbst und die anderen und die Welt. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Bewusstseinskanal habe, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, weil ich einfach erkannt habe, dass für mich persönlich Bewusstsein eines der wichtigsten Dinge ist im Universum. Denn das, was ist jemand, der sich über etwas gerade bewusst wird. Das heißt, das ganze Leben ist Bewusstsein. Jede Erfahrung, jedes Ereignis, was geschieht, bei jedem Menschen und bei jedem Tier, ist ein über etwas sich bewusst werden. Das heißt, Gott ist das Bewusstsein selbst, welches sich über sich selbst die ganze Zeit bewusst wird und sich durch seine Gedanken und Erfahrungen oder Ereignisse über Dinge bewusst wird. Deswegen sagt man auch Licht ins Dunkle bringen. Das bedeutet, dass wenn du etwas noch nicht erlebt hast und dann das erlebt hast und dann dir darüber bewusst geworden bist, dann ist es nicht mehr dunkel, dann ist es hell. Dann hast du als Bewusstsein, also als das Licht, Dunkelheit ins Licht gebracht. Also sprich, du bist dir über etwas bewusst geworden. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Akzeptanz. Durch die Akzeptanz dessen, was ist, ohne Widerstand, öffnest du dich für den Fluss des Lebens und für ein tieferes Verständnis des Seins. Akzeptierst du andere, so akzeptieren dich andere. Akzeptierst du dich, so werden andere dich akzeptieren. Und diese Akzeptanz ist eines der wichtigsten Gesetze, die ich dir in dieser Folge heute mitgeben möchte, denn diese Akzeptanz von dem, was ist eines der größten Schlüssel, um das Leben wirklich zu meistern. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der kosmischen Ordnung. Das Universum operiert in einer präzisen Ordnung und Harmonie. Und das Verständnis dieser Ordnung ermöglicht es dir, im Einklang mit dem Universum zu leben. Wenn du das Leben siehst als ein Chaos, als ein Wirrwarr, als etwas, was nicht in Ordnung ist, dann erschaffst du aus einer Polarität eine Dualität. Dann bist du jemand, der aus einer Einheit eine Zweiheit macht, die sich nicht gut anfühlt, obwohl das eigentlich in einer Einheit ist. Also das ist immer deine Bewertung, die aus einer Ordnung eine Disbalance schafft. Und da kannst du dich hinterfragen, ob du jemand bist, der Dinge negativ bewertet. Wenn ja, dann erschaffst du vermutlich Bewusstseinszustände, die sich für dich negativ anfühlen und keine Ordnung in dein Leben bringen. Das heißt, es fang an, in deinem Leben Ordnung zu machen, deine Wohnung, dein Haus zu putzen, die Dinge zu tun, die du schon längst tun wolltest, damit du Ordnung und Struktur in dein Leben bringst. Das wirst sehen, dann wird das Universum plötzlich dich in den Fluss des Lebens bringen. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Transformation. Wandel ist die einzige Konstante im Universum. Das Akzeptieren und Umarmen von Veränderung ist entscheidend für das spirituelle Wachstum. Es gibt sehr viele Menschen, die haben Angst vor Veränderung. Die haben Angst. Ich sehe das immer so, es wird in meinem Buch, das große Mysterium, auch wundervoll beschrieben in einer Erfahrung, die ich habe, dass viele Menschen wie beim Super Mario 2D Jump'n'Run sich immer am selben Bild bewegen. Also sie springen immer hin und her, aber gehen nicht weiter. Also sie haben Angst vor dem Unbekannten, Angst vor neuen Erfahrungen, weil sie sich in ihrem Muster so festgefahren haben, dass sie nicht weiterkommen von dieser Startposition. Und das ist sehr, sehr traurig, denn das Leben selbst ist Transformation. Und deswegen möchte ich dir das Buch Das große Mysterium empfehlen. Das wird auf jeden Fall dir so viele Sachen aufzeigen, dir so viel lehren und dir Bewusstheit schenken, dass du von diesem Standbild wegkommst und auf ganz neue Zeitlinien kommst. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der kreativen Zerstörung. Altes muss oft zerstört werden, um Platz für Neues zu schaffen. Krisen sind also daher oft ein Katalysator für Wachstum. Also wenn eine Krise kommt, dann verharre dich nicht in den negativen Emotionen und den negativen Bewertungen in dem, was ist, sondern sehe das Ganze als eine Chance, dich zu entwickeln, etwas Neues zu tun, etwas Neues zu erschaffen, damit du wachsen kannst und damit du wie so eine Blume, die gedeiht, machst.
Und kommen wir zum 12. Gesetz, das Gesetz des unendlichen Potenzials. In dir, in uns allem liegt das Potenzial der Unendlichkeit. Ja? Das Erkennen und Entfalten dieses Potenzials ist ein großer Teil deiner Lebensaufgabe. Und da möchte ich dir nochmal das große Mysterium wirklich ans Herz legen, wenn du es noch nicht gelesen hast. Es wird dann das Potenzial, was in dir schlummert, erwecken. Ja? Und ich möchte dir einen kostenlosen Online-Kurs empfehlen. Er nennt sich Echo der Seele. Der passt hier sehr gut rein. Ich verlinke es dir unter dem Video oder schau auf marcolorenz.com und dort findest du diesen Kurs. Melde dich einfach an. Das sind ungefähr 1 Stunde 20 und in diesem Kurs werde ich dir 10 Geheimnisse vorstellen, ja, die das Echo deiner Seele reflektieren, die dich zu einem viel, viel glücklicheren Menschen machen. Freue dich auf diesen Kurs und ich freue mich sehr, dich in der nächsten Folge wieder zu sehen. Also bis bald. Ciao.